Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Jugendliche, wir begrüßen euch aus der Pfarrgemeinde Esterwegen zu dieser Osternachtfeier. Vor uns brennt ein Licht, das Feuer. In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Feuer, das die Nacht erhält und die Entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega, sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias.
Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket euch, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du, freue dich, Mutter Kirche, umkleidet vom Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder, heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, Wir haben sie beim Herrn. lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat sie für uns beim Vater Adam Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen des Glaubens heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und aufs trockene Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, im Reich der Gnade heimführt. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt die Frevel hinweg, reinigt die Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet.
In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unser Fest göttlicher Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand deiner Diener. So bitten wir dich, Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie als liebliches, duftendes Opfer, vermehre ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht, dein Sohn unseres Herrn Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Geheimnis, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied 334. 334. O Licht der wunderbaren Nacht. O Licht der wunderbaren Nacht, herrlich aufgegangen. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich aufgegangen. Licht, das Erlösung uns gebracht, die wir vom Tod umfangen. Du Funke aus des Grabes Nacht, du Morgenstern, du Gnadenschein, der Wahrheit Licht und Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben die Osterkerze entzündet und das Osterlob des Auferstandenen gesungen. Jetzt feiern wir den zweiten Teil der Osternachtfeier, der Wortgottesdienst. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs
das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wir singen das Lied 392. 392. Lobe Den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao
seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir singen das Lied, singt dem Herrn ein neues Lied, 409. 409. Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll verschmähen, dass das Trauern flieht. Singet Gott zu Ehren, preist den Herrn, der niemals ruht, der auf euch doch Dinge tut, seinen Ruhm zu mehren. Allmächtiger, ewiger Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharaos befreit oder durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden
und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt. Kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld, ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet aufleben. Ich schließe mit euch einen ewigen Bund. Die Erweise der Huld für David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir. Um den Herrn deines Gottes, des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nahe. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir singen das Lied Lobe den Herrn, zweite Strophe, 392. 392, 2. Lobe den Herrn, der allen Völker bereitet, der dir Gesundheit verleihet, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet. Allmächtiger, ewiger Gott, du einzige Hoffnung der Welt, durch die Propheten hast du die Heilsereignisse angekündigt, die sich in unseren Tagen erfüllen. Erwecke du selbst in uns das Verlangen,
dir immer treuer zu dienen. Denn niemand machte Fortschritte im Guten, wenn ihn nicht deine Gnade führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt singen wir feierlich Gloria 816, 816, 1 und 2. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Guten auf Erden. Lob dir und Preis und Anbetung, dank dir, du großer Begnader, König des Himmels, allmächtiger Vater, Herr eingeborener, Jesus Gesalbter, Gott, du Lamm Gottes des Vaters Sohn, Gott, du Lamm Gottes des Vaters Sohn. Du nimmst hinweg unsere Sünden, gnädig erbarm dich unser. Sitze zur Rechten des Vaters, hör uns, wir flehen um Gnade. Jesus zugleich mit dem Heiligen Geiste, dort in der Herrlichkeit Gottes des Vaters, du allein heilig, der höchste Du, du allein heilig, der höchste Du. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben
durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mit gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet wurde, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zum Zwischengesang singen wir 329. 329, das ist der Tag, den Gott gemacht. Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht. Es freut sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt. Der Herr erstand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht. Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt. Uns ist geschenkt sein Heiliger Geist, ein Leben, das kein Tod entreißt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Engel sagte zu den Frauen, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann ging er schnell zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab, eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Sei gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. 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 Liebe Brüder und Schwestern, einige kurze Gedanken heute in der Osternacht zum Osterfest. Eines der ersten Worte, die die Engel aussprechen, eines der ersten Worte, die Jesus nun sagt: Fürchtet euch nicht. Und immer wieder, wenn er dann an späteren Malen den Jüngern erscheint, immer wieder: Fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin doch bei euch. Ich, den ihr gekannt habt, den geliebt habt, den ihr erlebt habt, wie er gestorben ist. Er musste sterben, damit wir leben können. Und eines seiner Worte: Ich gehe zu meinem und eurem Vater, um nun für euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich wiederkomme, dann habe ich für jeden Menschen eine Wohnung im Himmel bereitet bei meinem Vater. Ihr braucht also in der Welt keine Angst zu haben. Denn ich bin doch bei euch, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Liebe Brüder und Schwestern, einige von Ihnen haben vielleicht gestern Abend miterlebt im Fernsehen den Kreuzweg auf dem Petersplatz. Und es war sehr beeindruckend, nicht so sehr die Atmosphäre, dunkel des Peterdomes, hell erleuchtete Altar und der kleine Altar, an dem der Papst betete, sondern vielmehr die Texte, die einige der Gefangenen, ein Richter und andere aufgeschrieben hatten. Und es ging einem förmlich unter die Haut, wie sie, die Gefangenen, unter denen sich
Mörder befand. Einer, der wieder freigesprochen wurde, weil er falsch verurteilt war. Aber wie sie erzählten, in welcher Angst sie auch in der Zelle, könnte man sagen, den Tod dort erlebt haben. Aber das Frohmachende an diesem Kreuzweg, den wir mitgegangen sind, dass sie, die die Texte verfasst hatten, uns unheimlich Mut gemacht haben, förmlich Freude in unser Herz gelegt haben in diesen Texten, weil sie immer wieder diejenigen, die verurteilt waren, der Mörder, erlebt hatten, wie sie dem auferstandenen Herrn in der Zelle, im Gefängnis begegnet sind und dass sie dort spürten, wenn ihnen der Herr begegnete, ihnen in der Zelle des Todes die Hände reichte, zu ihnen sprach, sein verzeihendes Wort, das er auch gesprochen hatte, liebe Brüder und Schwestern, kurz vor seinem Tode. Noch heute wirst du bei mir sein im Paradiese. Und dieses Wort ist wahrhaftig, liebe Brüder und Schwestern, sein Wort eben, das aufhorchen lässt an diesem Ostertag. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr würde auch heute Abend zu vielen sagen, die krank sind durch ein Virus. In der Welt braucht ihr keine unnötige Angst zu haben. Ich bin doch bei euch. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Auch wenn ihr in der Welt, das sagen die Philosophen, dass die Welt von großer Angst befallen ist, von Kriegen, Terror, Mord, vom Virus, aber dass Christus, der Auferstandene, mitten unter uns weilt und uns sagt, ihr braucht in der Welt keine Angst zu haben, ich bin doch bei euch. Sie haben ihn nicht erkannt oft. Es war etwas so erschreckend Neues, dass der tot war, lebt. Aber liebe Brüder und Schwestern, wenn wir, liebe Menschen, erleben, wie sie erleben, in Gottes Hände zurückgeben, wenn sie dann nach einiger Zeit ihr Leben ausgehaucht haben, wenn wir sie in die Gesicht hineinschauen, dann spüren wir auf einmal alle, wie sie auch uns sagen, ihr braucht keine Angst in dieser Welt zu haben. Ich weiß, dass mein und euer Erlöser lebt. Liebe Brüder und Schwestern, diesen Glauben an den Auferstandenen wünsche ich uns allen, dass wir der Welt bezeugen dürfen. Aus dem Dunkel der Nacht des Todes ist er auferstanden, er lebt und uns allen verspricht. Glaubt daran, dass auch ich für euch einen Platz beim Vater im Himmel bereitet habe. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Osternacht empfangen von alters her die Taufbewerber das Sakrament der Taufe. Durch die Taufe erhalten sie Anteil an der Fülle des ewigen Lebens, das Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung erschlossen hat. Es wollen wir das Wasser segnen zur Taufe. Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Michael, bitte für uns. Ihr heiligen Engel Gottes, Betet für uns, heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns, heiliger Josef, bitte für uns, heiliger Apostel Petrus und Paulus, betet für uns, heiliger Andreas, bitte für uns, heiliger Johannes, bitte für uns, heilige Maria Magdalena, bitte für uns, heiliger Stephanus, bitte für uns, heiliger Ignatius von Antiochien, bitte für uns, heiliger Laurentius, bitte für uns, heilige Perpetua und Felicitas, bitte für uns, heilige Agnes, bitte für uns, heiliger Gregor, bitte für uns, heiliger Augustinus, bitte für uns, heiliger Basilius, bitte für uns, heiliger Martin, bitte für uns, heiliger Benedikt, bitte für uns, heiliger Franziskus, bitte für uns, heiliger Dominikus, bitte für uns, heiliger Frank Xaver, bitte für uns, heiliger Pfarrer von Ahas, bitte für uns, heilige Katharina von Siena, bitte für uns, heilige Theresia von Avila, bitte für uns, alle Heiligen Gottes, bittet für uns, Jesus sei uns gnädig, Herr befreie uns von allem Bösen, Herr befreie uns, von aller Sünde, Herr befreie uns, von der ewigen Verderbnis, Herr Herr befreie befreie uns. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leiden, Herr befreie uns, durch dein Sterben und deine Auferstehung, Herr befreie uns, durch die Sendung des Heiligen Geistes, Herr befreie uns. wir armen Sünder. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deinen Erwählten im Wasser der Taufe das neue Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Heilige, in deiner Gnade dieses Wasser für die Taufe unserer Kinder. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe,
Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan geheiligt, getauft und von dir gesalbt mit Heiligem Geiste. Als er am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geiste, damit der Mensch, der auf dein Bild hin geschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von der alten Schuld und aus Wasser und Heiligem Geiste aufersteht zum neuen Leben deiner Kinder. Damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinen Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Sie sind alle zu Hause. Vielleicht Sie beten auch mit uns und Sie hören uns, Sie singen mit uns. Können Sie auch selber zu Hause antworten vor Gottes Angesicht und erneuern euren Taufversprechen, aber auch unseren. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Satan? Ich widersage. Und all seiner Bosheit. Ich
widersage. Und all seinen Verlockungen. Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters ist? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Jetzt singen wir das Lied Fest soll mein Taufbund immer stehen. 875, 875. Fest soll mein Taufbund immer stehen, zum Herrn will ich gehören. Er ruft mich seinen Weg zu gehen und will sein Wort nicht lehren. Dank sei dem Herrn, der mich ausführt in seine Kirche berufen hat. Ihr will ich gläubig folgen. Dein Tod am Kreuz, Jesu Christ, ist für uns ewiges Leben. Vom Grab du auferstanden bist, die Schuld vergeben. Dein Volk, o Herr, dich lobt und preist, denn aus dem Wasser und dem Geist wurden Wir halten die Fürbitten. In dieser Fastenzeit haben auch unsere Kinder, klein und groß, verschiedene Fürbitten geschrieben und auch bei uns in die Kirche abgegeben zum Beten. Diese Fürbitten halten wir, einige dieser Fürbitten halten wir heute, aber auch in den kommenden Tagen zum Gottesdienst. Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt, uns schenkst du damit Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten dich.
Wir bitten für all diejenigen, die in dieser schweren Zeit alleine sind, dass sie nicht die Hoffnung und den Glauben verlieren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf allen Corona-erkrankten Kindern und Eltern durch diese Zeit und schenke ihnen einen starken Zusammenhalt, damit das Virus schnell vergeht und wir bald wieder mit unseren Freunden spielen können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für die Kinder, die in Familien leben, wo es auch schon vor der Corona-Krise Leid und Sorgen gab. Halte deine schützende Hand über sie und schicke ihnen Menschen, die trotz der notwendigen Distanz ihre Ängste erkennen und immer zur Seite stehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für die älteren Menschen, die jetzt einsam zu Hause ausharren müssen. Schicke ihnen Menschen, die ihnen kleine Freuden bereiten und ein Lächeln schenken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gut, Herr Jesus Christus, lass diese Corona-Krise bald übergehen und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen aus unserer Familien, aus unserer Angehörigen und Verwandtschaften. Besonders beten wir heute für die Verstorbenen Thekla Jansen, Annie Vogel, Gudrun Kassens, Heinrich und Sabina Kiep, Eloite Johann und Maria Jansen, Heinrich Meibers, Regina Judiges, Lothar Schwarz, Eloite Anton und Maria Eiting, Dr. Leni und Schwiegersohn Johann Rühlander, Eloite Lukas und Gesina Rühlander, Sohn Bernd und Schwiegertochter Lenchen, Kasper und Anna Bicker, Lebende und Verstorbene der Familien, Bicker, Schulte und Fuß, Theo Bicker, Eloite, Ibel, Angela Ortmann, Thekla Schnarelt, Bochhorst, Adelheid Jansen, Bochhorst, Josef und Gebina Wibben und Benedikt und Elisabeth Antons, William und Maria Engbers und Johann und Thekla Gebken, Hermann und Christina Ruhe, Maria Borchmann, Lebende und Verstorbene der Familien Borchmann und Merjans, Matthias Olliges und Bernhard Gomann. Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht Lass sie leuchte. ruhen in Frieden. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir Preis dem Todesüberwinder 778. 778. Preis den Todesüberwinder, der da starb
unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier dem Opfer des wahren Lammes ihren Ursprung hat und zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Großer Gott, wir loben dich. Dritte Strophe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus dem freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Einheit und in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich auch all unsere lieben Brüder und Schwestern, die aus dieser Welt zu dir gerufen sind. Durch die Taufe gehören sie Christus an. Ihm sind sie gleich geworden. Lass sie zum ewigen Leben auferstehen. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu singen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden,
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Zum Agnus Dei singen wir 774, wahrer Gott, wir glauben dir. 774. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert Christus, der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude, Halleluja. Zum Danklied singen wir
Das Grab ist leer, der Held erwacht. 771. 771. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden. Da sieht man seiner Gottheit Macht, sie macht den Tod zu Schanden. Ihm kann kein Ziegelgrab noch Stein, kein Felsen widerstehen. Schließt ihn der Urlaub selber ein, er wird ihn siegreich sehen, er wird ihn siegreich sehen. Halleluja, Halleluja. Wo ist dein Sieg, o bitterer Tod? Du selber musst erheben. Der mit dir rang, ist unser Gott. Er über Tod und Leben. Verbürgt ist nun die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort. Und Jesus ist im letzten Streit für uns ein sicherer Ort, für uns ein sicherer Ort. Halleluja, Halleluja. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinden, wir wünschen Ihnen und euch allen alles Gute und Gottes Segen zu diesem Osterfest. Wir wissen, feiern Sie zu Hause gut und freundlich. Wir sind eine Gemeinde, ob wir hier in der Kirche sind oder dass Sie zu Hause sind. Wir sind eine Kirche, in die Kirche, aber auch um die Kirche herum. Wir bitten um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen.
Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Zum Schluss singen wir: Freu dich, du Himmelskönigin, 525. 525.